In diesem Video geht es um Sterne aus Modulen mit einem Spitzenwinkel von ungefähr 26 Grad, die wahrscheinlich auch als Silux-Sterne schon bekannt geworden sind. Hier ist meine Bauweise nun, die ich Eco 26 nenne, weil sie recht einfach zu machen sind, diese Module. Und weil Transparentfolie oder Transparentpapier wahrscheinlich für diese Sterne die einzig sinnvolle Art ist, sie zu machen, weil es wesentlich stabiler ist als normales Papier, habe ich auch gleich an den Anfang des Videos diesen beleuchteten Stern gesetzt. Ich mache jetzt erst einmal das Licht an. So, hier sieht man jetzt die Auswahl der verschiedenen Winkel. Das ist ja der Barchetta-Stern, der normale, mit einem Spitzenwinkel von 45 Grad. Das sind 60 Grad Trinity. Das sind 55, aber viele wollen eben auch schmalere Spitzen. Da habe ich schon eins vorgestellt mit 36 Grad. In der zweiten Videoserie ist das drin als extra Video. Und jetzt unter dem Titel Flex-Module, mal sehen, ob ich den hier rauskriege. Der ist etwas unhandlich für das Gestell hier. Flex-Module hatte ich diesen Stern vorgestellt. Oder diese Module, die kann man ja aus Streifen von DIN-Papieren machen, die man dann besonders faltet. Darüber gibt es ein separates Video. Die sind recht stabil und was wichtig ist, gerade bei den schmalen Spitzen, dass auch hier diese Mittelpunkte gut zusammenhalten, denn die klaffen sehr gern etwas weit auseinander und deshalb macht mir das keinen Spaß, mit diesem Zeug zu arbeiten. Aber wer es unbedingt will, für den ist das natürlich schon eine interessante Sache. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich den hier rauskriege von meiner Lampe und die Lampe ausmache, sonst stört mich das. So, da ist er. Das ist also jetzt aus Transparentpapier gemacht, 115 Gramm. Und auch hier sieht man schon, deshalb stelle ich das gleich an den Anfang, diese Mittelpunkte, da muss man genau darauf achten, dass man die Module so zusammensetzt, dass sie wirklich in der gleichen Höhe sind. Sonst hat man da immer zusätzliche Lichtsterne beim Beleuchten, wie auch immer. Man kann es positiv sehen oder negativ. Das stabilere Material als Vorschlag auch aus diesem Grunde, weil diese Module nur eine einfache Kante hier haben vom Material her und das sieht mit normalem Papier etwas unschön aus, während das mit der Transparentfolie, mit dem Transparentpapier hier recht gut noch wirkt. Und so wird es auch verkauft. Das Seitenverhältnis der angebotenen Faltblätter war 2:1, also 10 x 20 cm zum Beispiel. Ich habe das dann noch etwas angepasst, um das Zuschneiden zu vereinfachen. Den Unterschied zeige ich gleich. Jetzt aber nochmal vorab schon, wie das Ding in Papier aussieht. Normales Papier. Da sieht man also den Unterschied schon. Es wirkt bei weitem nicht so schön. Und eben gerade durch das weichere Material ist diese Mittelpunktgeschichte noch etwas prekärer. Also da muss man schon sehr genau zusammensetzen und das sehr genau machen, dass man befriedigende Ergebnisse erzielt. Mein Fall ist das nicht. Ich mag lieber die breiteren Spitzen. Um größere Spitzen aus Papier etwas zu stabilisieren, habe ich hier bei den Ecken das etwas umgeklappt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das zeige ich auch gleich noch beim Falten der Module. Einmal sieht es dann so aus an der Spitze und einmal, wie gesagt, etwas das gefällt mir besser, weil es mehr zu der Spitze selbst passt, aber das ist Geschmackssache. Kann jeder mal ausprobieren, wenn er Lust hat. Wie gesagt, das ist nur bei Papier notwendig. Ich lege das mal gerade ein bisschen weg. Wenn man den Maßstab 1:2 wählt, dann kommt man auf einen Spitzenwinkel von ungefähr 27 Grad. In der Mitte sieht das dann so aus. Das Modul endet so. Man sieht es, wenn man den Stern durchleuchtet, auch diese Kante, hier dieses Dreieck. Das geht nicht ganz bis außen. Das hatte mich etwas gestört. Ich wollte es einfach schöner machen und habe das Format leicht verändert, sodass diese obere Kante der Spitze auch wirklich mit dem Rand abschließt. Hier bei etwas dünnem Material ist es nicht ganz so, da überlappt es sogar etwas, was nicht gut ist. Bei dickerem Material ist es genau hingekommen. Das wäre dann der Maßstab,
1:2,1,2, da fehlt das Komma, 2,12 natürlich, ergibt einen Spitzenwinkel von 26 Grad. Und dieses Format kommt ganz einfach dadurch zustande, deshalb gefällt mir das so gut, indem man ein normales DIN-Blatt durch 3 teilt. Das ist jetzt DIN A5 in diesem Fall, einfach durch 3 geteilt, dann bekommt man solch ein Faltblatt. Damit ist es natürlich dann leicht möglich, auch verschiedene Formate zu erzeugen, verschiedene Größen. Aus einem DIN A4-Blatt natürlich hat man 29,7 x 14 cm, die größte Möglichkeit aus DIN A4. Dann kann man 3 Blätter in dem Format draus machen. Bei kleinerer Unterteilung sind es 6 Blätter. Wenn man eine Postkarte durch 3 teilt, bekommt man 12 Blätter aus einem A4-Blatt. Und wenn man ein A4-Blatt in 9 gleiche Teile teilt und die dann wieder in Streifen, bekommt man diese Faltblätter, 27 Blätter aus einem A4-Blatt. Das habe ich allerdings noch nicht probiert. Wie ich schon erklärt habe, kann es bei Verwendung von dünnem Material hier zu Schwierigkeiten kommen, weil die Kante doch recht weit nach außen geht. Der letzten Ecke, der greift vielleicht doch besser auf dieses Format 2:1 oder 1:2 zurück, wo diese Kante weiter innen liegt. Das sieht zwar nicht ganz so schön aus in der Spitze, aber es ist vielleicht aus Sicherheitsgründen sinnvoll. Für den, der das so machen will, also das Format 2:1 wählen, für den habe ich die Formatblätter noch etwas überarbeitet. Klar ist, bei den größten Spitzen mit 29,7 cm Länge der Faltpapiere würde man das DIN A4-Blatt eben auf 14,85 cm kürzen, dann hat man genau dieses Format 2:1. Wer kleinere Formate will, kann das trotzdem praktisch aus DIN A4 Papier machen, indem er sich nach der Breite richtet und die einfach mal 2 nimmt, sodass man von 9,9 mal 2 auf 19,8 kommt. Das heißt also vom DIN A4-Blatt vorher 1,2 cm abschneiden. Dann kommt man auch genau auf dieses Format 2:1. Bei kleinerem Papier wäre das dann wieder so, dass man hier an der Seite 1,7 cm abschneiden muss, um nachher im Endeffekt Streifen zu bekommen, die jeweils das Doppelte von 7 cm, also 14 cm lang sind. Bei den ganz kleinen ist es dann wieder so, 1,2 an der Unterkante weg und man bekommt genau Streifen, die im Format 2:1 dann sind. Für diejenigen, die gern kleine Sterne machen wollen, gibt es eine erstaunlich einfache Möglichkeit, das Seitenverhältnis 1:2 zu nutzen. Man braucht dazu lediglich von den Notizklötzen die Blätter halbieren. So, jetzt zum Falten der Module. Da hole ich meine feste Unterlage erst einmal. Das ist jetzt mein Faltblatt, in diesem Fall 21 x 9,9 cm, also ein Drittel DIN A4. Ich brauche als erstes eine Diagonale. Die Faltweise ist egal, ob ich jetzt mich entscheide für das Format, für das Seitenverhältnis 2:1 oder das so mache mit dem Drittel DIN-Format. Ich brauche als erstes eine Diagonale, die ich bei Transparentpapier am besten so mache, indem ich das über eine Kante lege und dann einfach hier vorfalze. Es gibt für normales Papier eine einfache Möglichkeit noch, eine andere Möglichkeit, besser gesagt, aber für transparent ist das in jedem Fall das Bessere. Also eine Diagonale, dass ich hier den schmalen Winkel habe, auf der anderen Seite den breiten. So, jetzt kann ich meine Kante wieder wegnehmen. Jeder hat bestimmt irgendwas zu Hause, ob es eine Tischkante ist oder irgendein Brett oder sonst was. Schublade, Schranktür, irgendwas hat eckige oder harte Kanten. Ich zeige das jetzt erstmal so, gleich zeige ich es noch einmal anders. Ich brauche jetzt einfach nur bis zur Mitte zu falzen. Ja, was ich vergessen hatte, was gut ist, bevor man faltet, ist, dass wenn vom Schneiden irgendein Papiergrad noch übrig ist, der sollte vor dem Falten oben liegen. Dann stört er hinterher nicht so.
bis zur Mittelkante. Dann das Ganze wenden, wie wir es ja auch von den anderen Modulen kennen. Und hier auch bis zur Mittelkante. Das ist nicht ganz so einfach bei Transparentpapier, deshalb ist mir Papier auch normales Papier wesentlich lieber. So, und dann geht es gleich weiter, nämlich über diese Kante zur anderen Seite schlagen. Auch das ist bekannt von anderen Modulen. Das Ganze wenden und auf der zweiten Seite auch machen. Und wie gewohnt auseinander, sodass hier diese Raute entsteht. Dann das nach innen schlagen, möglichst so, dass es passt. Es gibt immer leichte Ungenauigkeit an den Spitzen, je nachdem, wie es gefaltet worden ist. Da sollte man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Hier sieht das Ganze dann schon wesentlich besser aus. Das ist jetzt eben das Drittel DIN A4. Wenn ich das jetzt gemacht hätte mit dem 1:2 Seitenverhältnis, dann wäre die Kante hier schräg gewesen. Ist vielleicht noch sicherer dann, damit man nichts falsch macht. Da kann jeder selbst entscheiden. So, jetzt noch der Mittelfalz und dann ist ein Modul schon fertig. Deshalb nenne ich es auch Eco, weil es genauso schnell geht wie das Eco 55, was ich ja auch schon vorgestellt habe. Also ein Modul fertig mit einfachen Kanten hier. Jetzt zeige ich noch einmal, wie man das machen kann, wenn man keine Kante benutzen will. Dann kann man einfach das Blatt hier unten auf die Ecke legen. Und jetzt hier rüber zu der oberen Ecke. Dann sieht das so aus. Ich drehe mal das Licht. Upsala. Kann man jetzt vielleicht etwas besser sehen. Wenn ich es dann auseinander nehme, dann habe ich die Diagonale, aber eine nach innen, eine nach außen. Und dann entscheide ich mich hier für das, was hier oben schon richtig ist. Und mache den Knick einfach weiter bis zur anderen Seite. Dann habe ich hier auch meine Diagonale. Lediglich der Unterschied ist, ich habe eventuell kleine Ungenauigkeiten, je nachdem, die aber später dann nicht so auffallen. Und was sein kann, ich habe dann auch noch zwei kleine Knicke im Mittelbereich. Ich zeige es gleich. So, und auch hier, das ist genau dasselbe wieder. Mir ist es immer wichtig, dass das Falten leicht von der Hand geht, dass es Spaß macht und die 100%ige Genauigkeit, die mathematische, die vieles hin und her falten, dann auch erforderlich macht. Das ist nicht so mein Ding. Ich denke, genau genug sollte man es machen, sich Mühe geben, aber wirklich 100% perfekt, das ist nicht das Ziel, was ich habe. So, hier sieht man, dass in der Mitte zwei kleine Falten noch sind, die dann später nicht so stören, aber die man sich natürlich sparen kann, wenn man von vornherein das Blatt über die Kante knickt, um die Diagonale zu machen. Ich zeige jetzt aber das nochmal, wie das funktioniert ohne die harte Kante, falls man es eben nicht genau gesehen hat. Hier von Ecke zu Ecke. Dann bis zur oberen Ecke rüber. Dann sieht das so aus. Dann das Ganze öffnen. Bisschen nach hinten klappen und hier oben die diagonalen Hälfte, die nehme ich dann und falte es einfach bis zur anderen Seite durch. Und das sollte eigentlich ziemlich genau passen. Dann hier wieder bis zur Mitte. Ja, das ist manchmal etwas schwierig hier, die Ecken, aber wichtiger ist, dass es hier oben passt. Dass man nicht über den Mittelgrad hinauskommt, über die Mittelfalz. Das wieder drehen.
Nur wie gesagt, das eignet sich jetzt nicht für Transparentpapier, weil die Diagonale, die dann in die Gegenrichtung wieder gefalzt werden muss, das wird dann wahrscheinlich unschön aussehen. Oder das Material bricht vielleicht sogar. So. Der Vorteil zu den anderen Faltmöglichkeiten, die ich schon einmal gezeigt habe, von diesen schmalen Spitzen ist, dass man hier nichts abzuschneiden braucht und dass man relativ bald fertig ist. Nur wie gesagt, durch die schmale Basis und diesen Winkel, den man leider nicht ändern kann, ist es nicht so ganz leicht, das zusammenzustecken, sodass wirklich alle Lichtpunkte verschwunden sind. Ich zeige das nochmal gerade bei dem anderen, was ich schon gemacht hatte. Wichtig ist, dass hier unten die Module wirklich gleich aufhören an der Kante und dass nicht ein Modul weiter unten sitzt. Ich demonstriere das mal gerade, wie es nicht sein sollte. Na, jetzt sieht man es gerade nicht, aber hier ein bisschen. Also wenn das eine Modul weiter runter steht als das andere, dann gibt es diese unschönen Lichtpunkte. Also da muss man aufpassen. Und hier, man sieht auch, das weiche Material macht es, dass hier das sich auseinanderzieht, speziell bei größeren Sternen. Das ist nun mal so, lässt sich wohl nicht ändern. Ein kleiner, aber wichtiger Nachtrag für kleine Sterne. Als ich die Formate besprochen hatte, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man, um kleine Faltpapiere zu bekommen, ja auch einfach die Blätter aus den Notizboxen, die sind ja 9 x 9 cm, einfach halbieren kann, um Faltblätter im Verhältnis 2:1 zu erhalten. Das habe ich dann noch schnell gemacht, um das auszuprobieren. Also einfach in der Mitte durchschneiden, dann hat man ganz schnell Faltblätter in der Größe. Das gibt dann letzten Endes solche Dinger in Länge eines Fingers. Und der fertige Stern sieht dann so aus. Beim Schneiden sollte auf jeden Fall die Faserrichtung des Papiers berücksichtigt werden. Wenn man so einen ganzen Packen Papiere biegt, merkt man das ganz klar. So, in der Richtung ist es schwieriger und in der Richtung ist es leichter. Also so verlaufen die Fasern und so sollte dann auch geschnitten werden, damit nachher das Falten auch einfacher wird. Im Vergleich dazu noch einmal den normalen Stern aus diesen Notizbox-Papieren. Wem bei einem Stern aus Papier diese Spitzen so nicht gefallen, weil das ja mitunter etwas lockerer sein kann, der hat zwei Möglichkeiten, die etwas zu stabilisieren. Das zeige ich jetzt kurz mal. Er kann die obere Spitze teilweise oder ganz zurückschlagen. Dann sieht es so aus in den Spitzen. Dadurch ist natürlich der Mittelbereich hier etwas stabiler, als er vorher war, weil man hier doppelte Kanten hat. Ich zeige mal ganz kurz, wie das funktioniert. Die Spitze, die ja sonst so nach außen steht, wird hierbei nach innen geschlagen, gerade bis zu dieser ersten Kante hier, bis zu diesem ersten Knick. Und dann sieht das nachher so aus. Man kann auch die ganze Spitze nach innen schlagen. Das verringert allerdings dann den Zusammenhalt der Module etwas. Dann kann man die ganze Ecke nach innen bis zu dieser Kante einschlagen. Wie gesagt, nur für Sterne aus Papier. Bei Transparent wird das nicht so gut aussehen, weil es dann eben nicht so gut durchscheinend ist. Eine gute Möglichkeit, größere Sterne, hier sogar aus Papier, zu stabilisieren und die Sache mit den Mittelpunkten in den Griff zu kriegen, ist es, den Mittelbereich des Sternes mit einem entweder unsichtbaren oder wie hier dekorativen Faden so lange zu umwickeln, bis die Lücken geschlossen sind. Viel Freude beim Basteln.